Wie schön, dass ihr da seid. Ich habe mir für heute, für die Lesung, ein bisschen Unterstützung geholt, damit es ein bisschen lebhafter wird. Das ist zum einen äh, den Namen darf ich jetzt glaube ich noch gar nicht sagen, oder? Der Wortelei und die Salika. Schön, dass ihr mit dabei seid. Viel Spaß. Ganz in seinem Element. Kapitel 1: Der Wettbewerb. Salika beeilte sich, die Treppe nach unten zu kommen. Mit dem weiten Rock war das gar nicht so einfach, und ihr langes, schwarzes Haar fiel ihr in der Hast vor die schwarzen Augen. Sie konnte die Wassermassen spüren, die sich in den Wolken über die Stadt schoben und in jedem Augenblick losbrechen konnten. Der Donner war ganz nah und schepperte laut über den Himmel. Die anderen Elementarier in der Eingangshalle zögerten bereits, nach draußen zu gehen. Da öffnete der Himmel seine Schleusen. Salika blieb in der Zwischentüre stehen und sah, wie das Wasser nach unten prasselte. So ein Gewitter hatte sie schon länger nicht mehr erlebt. Die Blitze erhellten die Umgebung, dicht gefolgt von lautem Donner. Ihr inneres Feuer bäumte sich abwehrend auf. Salika schlug wütend mit der flachen Hand an das Glas. »Hey, Feurani, was ist dein Problem?« sprach sie jemand von der Seite an. »Du nennst mich Feurani und erkennst mein Problem nicht?« Verärgert drehte sie sich zu dem jungen Kerl. »Hast du keinen Regenschirm? Das wäre an deiner Stelle vielleicht ein nützliches Utensil.« Salika rief ihr inneres Feuer zur Ruhe, schloss kurz die Augen und atmete langsam aus. Dieser Typ hatte echt Hitze, sie so schwach von der Seite anzureden. »Hast du vor, mir zu helfen, oder willst du eine heiße Abfuhr?« Sie warf ihm einen wütenden Blick zu und starrte hinaus in die nicht endenden Wasserfälle. Wie sollte sie es jetzt rechtzeitig zum Auftritt schaffen? Ihre beiden Schwestern warteten sicher schon auf sie. Da empfing sie auch schon eine von Sorge erfüllte Gedankenübertragung. »Alles klar bei dir?« »Ich sitze hier im Zentrum fest. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es rechtzeitig schaffen kann. Vielleicht könnt ihr die Reihenfolge beeinflussen«, antwortete sie ihrer Schwester Shani. »Du meinst, wir sollen fragen, ob wir mit einem späteren Teilnehmer tauschen können?« »Ja, genau, irgend sowas wird euch schon einfallen.« »Verstehe, bin auf dem Weg. Ich geb dir gleich Bescheid.« »Hey, Feurani, bist du noch da?« Salika fuhr zu dem Typen herum, wobei ihre Haare laut knisterten. »Was willst du?« »Brauchst du meine Hilfe jetzt oder nicht?« Er hob unschuldig die Schultern, doch seine Stimme klang ungeduldig. Salika sah ihn verwundert an. Er war Wortelei. Jetzt fiel es ihr erst auf, obwohl die Lidfalte am inneren Teil des Lids unübersehbar war. Sie hatte sich durch die merkwürdig braunen Augen täuschen lassen. Merkwürdig deswegen, da sie innen ziemlich hellbraun waren und die Iris durch eine dunkelbraune Umrandung abgeschlossen wurde. Zudem hatte er tiefschwarzes Haar, was sie so auch noch bei keinem Wasserelementarier gesehen hatte. »Wie kannst du mir denn helfen?« fragte sie nun etwas ruhiger, denn auf den Notfallplan mit Shani wollte sie sich nicht verlassen. »Musst du zufällig zum Wettbewerb?« Er deutete auf das Band an ihrem Handgelenk, das unter ihrem weiten Ärmel hervorblitzte. Etwas unangenehm überrascht über seine genaue Beobachtung, zog sie ihren Ärmel noch ein Stück weiter hinunter. »Ja, muss ich auch, ich kann dich mitnehmen.« Er zeigte hinaus in den Regen. Sie lachte spöttisch auf. »Und wo ist dein Regenschirm?« »Ach, komm schon.« Er breitete die Arme aus, als sollte sie ihn genauer ansehen. »Was?« Salika konnte diese Spielchen wirklich nicht brauchen. Salika? Kam da auch schon eine Sendung von Shani und sie brauchte gar nicht mehr Worte machen.
denn es kam ihr Gefühl mit, dass der Plan nicht aufging. In Ordnung, ich melde mich gleich. Sehe ich aus wie jemand, der einen Schirm braucht? Wieder kam in Salika der Ärger hoch. Nein, aber ich vielleicht? Dann lass mich dein Regenschirm sein, grinste er breit, öffnete die Tür und hielt seine Hand hinaus in den Regen. Der Luftzug brachte den Geruch von Wasser mit und Salika wurde schlecht. Doch als sie sah, wie das Wasser einen Bogen um seine Hand machte, stockte ihr der Atem. Er lachte laut. Du siehst aus wie ein Fisch, der einem Hai ins Auge blickt. Salika richtete ihren starren Blick auf seine Augen. Ich glaube, so fühle ich mich auch gerade. Das war ja ungeheuerlich, aber auch ungeheuer praktisch. Sie musste unbedingt zu diesem Auftritt.